Das ist das Wichtigste, was die Jungs und Mädels der Bergwacht Hessen mit dabei haben, wenn es zu einem Einsatz geht. Ein 25 Kilo schwerer Rucksack, in dem einiges drin ist. Ich merke ihn jetzt schon. Wir gucken gleich mal genau rein. Jens Werner von der Bergwacht hier am Großen Feldberg. Was habt ihr noch dabei in eurem Quad, mit dem ihr unterwegs seid? Hier vorne in dem Kofferraum, wenn man das so nennen darf. Zu dem Notfallrucksack haben wir da vorne noch den Defibrillator mit dabei, weil wir ja nicht wissen, wenn wir ins Gelände gehen, was uns erwartet oder was aus der Lage sich entwickeln kann. Von daher haben wir alles, um den Patienten auch internistisch voll zu versorgen, immer dabei. So dass ihr keine Zeit verliert oder irgendwas nachordern müsst. Ihr seid überall da unterwegs oder im Einsatz, wo quasi der normale Rettungswagen nicht über die Straße hinkommt. Da könnt ihr helfen, oder? Das machen wir, das ist unsere Aufgabe. Deswegen haben wir auch das Quad hier, mit dem wir versuchen, so nah wie möglich an den Patienten heranzufahren. Was mit dem Quad nicht mehr geht, werden wir dann zu Fuß machen und dann kommen die 25 Kilo zum Tragen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, wenn man damit bergauf läuft, ich glaube, man merkt es dann. Wir sehen es jetzt hier hinten, glaube ich, einer der häufigsten Unfälle hier am Großen Feldberg sind auch Mountainbiker, oder? Da ist jemand gestürzt. Was ist genau passiert, Benjamin? Genau, also es könnte sein, dass er sich den Arm gebrochen hat. Das wissen wir natürlich erst in der Klinik. Ja. Und bis dahin schienen wir den Arm erstmal, damit er keine Schmerzen hat und wir ihn auch gut ins Krankenhaus transportieren können. Okay. Und der liegt aber jetzt auch schon auf so einer Trage, die wir, glaube ich, so ein bisschen aus dem Skiurlaub auch kennen, oder? Wo habt ihr den da fixiert Genau, drauf? die ist natürlich rauszunehmen und mit 4 bis 6 Personen können wir ihn dann auch wieder verlasten und zur nächsten Straße fahren. Also alle, die nicht mehr laufen können, werden damit dann mit diesem Quad über den Hänger abtransportiert. Jens, du hast den Rucksack schon mal geöffnet. Da ist einiges drin. Ich sehe sogar eine Sauerstoffflasche, oder? Was habt ihr da Ja, dabei? wir haben da alles komplett zur Beatmung, inklusive Intubationen drin. Wir haben Infusionen drin, wir haben Verbandsmaterial drin. Wir haben alles und Medikamente, alles so, dass wir einen Patienten eigentlich voll versorgen können, egal ob chirurgisch oder internistisch. Direkt dann an der Einsatzstelle, bis er Genau. dann quasi zum nächsten Rettungsplatz transportiert wird. Wie viele Einsätze gab es dieses Jahr? Es war, glaube ich, gar nicht so wenig, oder? Dieses Jahr hatten wir mittlerweile schon 70 Einsätze, muss man auch ganz klar sagen. Das ist natürlich unserer Zeit der Pandemie geschuldet, so dass jeder das Naherholungsgebiet Taunus nutzt. Nichtsdestotrotz sind wir rund um die Uhr für alle nach wie vor da. Okay. 70 Einsätze, so viel wie im ganzen letzten Jahr, muss man dazu sagen. Und das Wichtigste ist, die Jungs und Mädels sind alle ehrenamtlich hier unterwegs. Ihr kommt wirklich dann von der Arbeit, wenn ein Einsatz ist. Ihr habt so Piepser wie die Freiwillige Feuerwehr. Aber wichtig ist dann, Benjamin, dass man ja auch die Person schnell findet. Wie können wir denn da helfen, wenn wir unterwegs sind? Wie können wir euch besser koordinieren? Also wenn Sie Ihr Handy schon gut kennen Ja. und schnell sagen können, wo Sie sind, dann hilft uns das enorm beim Retten. Das Suchen dauert länger als das Anfahren und je schneller wir da sind, desto schneller können wir helfen. Okay. Und das heißt, am besten am Handy GPS anschalten? Genau. Wie können wir euch noch besser... Wie man auf seiner Karten-App die Koordinaten findet. Okay. Und am besten hilft, glaube ich, auch, wenn man auf den Waldparkplätzen, wo man unterwegs ist, einfach sich mal diese kleinen Markierungen anschaut. Da steht immer genau, wo man im Wald unterwegs ist, damit einfach man genau sagen kann, wo man liegt, wo man Hilfe braucht, damit ihr einfach schneller vor Ort seid. Vielen Dank, dass ihr heute die Zeit gehabt habt, uns das zu zeigen. Und der Jürgen ist jetzt schnipp, schnapp, geheilt. Ist nämlich auch noch ein Statist hier von der Bergwacht. Dankeschön.